So, guten Morgen. Ich sitze jetzt im Auto und zwar geht es heute zu einer Lagune in La Mancha. Selbst in Madrid ist nichts los um die Uhrzeit. So, ich komme jetzt hier an. Die Sonne kommt gerade über den Horizont. Es ist gerade eine super Atmosphäre. Man hört auch die ganzen Lerchen. Es sind auch schon mehrere Enten jetzt quasi aus den Gräsern raus. Gerade die Schnatterente oder die Stockente. Ich gehe jetzt runter zur Lagune. Und genau, Rohrwein waren schon da. Sonst hört man auch viele Wachteln noch. Aber die hört man halt meistens nur und sieht sie nie. Aber mal schauen, was wir sonst so sehen. So, wir haben jetzt fast 10 Uhr. Ich liege hier noch unterm Netz. Und ja, es ist eine ganz gute Zeit für die Limis. Also viele ziehen noch gerade durch von den Limkohlen. Und genau, die Zeit sollte man wirklich ausnutzen. Also ihr hört auch hinten im Hintergrund noch die Sandregenpfeife. Die habe ich auch wirklich nah vor der Kamera. Sonst waren Rotschenkel, dann Grünschenkel war da, aber der hat dann wieder umgedreht. Wahrscheinlich hat er irgendwas, was ihm irgendwie nicht geheuer. Und sonst, coole Überraschung waren die Spießflughühner. Da waren wirklich viele da, also aber leider direkt auf der anderen Seite, also ein Stückchen weg. Und genau, ich bin hier so ein bisschen nach links ausgelegt, habe die Sonne im Rücken und die waren quasi rechts. Also wären keine schönen Bilder gewesen, weil es so ein bisschen gegen das Licht ist. Und ja, das Licht ist hier schon ziemlich stark. Jetzt 10 Uhr, Spanien, fast keine Wolken am Himmel. Und ja, war auf jeden Fall super. Eine Großtrappe ist mal vorbeigeflogen. Und sonst Rauchschwalbe quasi, die hat sich mal vor mich hingesetzt und gesungen. Und was gab's noch? Stelzenläufer, Schnatterende, Lachmöwen. Und genau, weiß jetzt nicht, ob ich was vergesse, aber ja. Ich glaube, es kann auch jetzt wirklich noch was vorbeikommen, weil bis 8 Uhr war jetzt eigentlich wenig los. Und oft ist wirklich von 9 bis um 11 dann nochmal ein bisschen mehr Action, je nach Vogelsorte. Also hören wir uns später. Ja, nochmal zu den lieben Kohlen. Also die beste Zeit ist, finde ich jetzt immer so, also eigentlich ganz früh im Jahr, weil da gibt es einfach mehr, finde ich. Aber jetzt gerade so im Mai ist auch noch eine gute Zeit, weil da ziehen auch noch viele durch. Auch ein Terik Wasserläufer gesichtet worden. Das ist gar nicht von hier weit weg, auch in der Lagune. Aber ich könnte jetzt auch hingehen, der ist da noch. Aber ja, ich möchte irgendwie nicht so jetzt, ja, ich bin nicht so der Fan irgendwie von so Orten, wo dann ganz viele hingehen. Ich glaube, jeder muss sich da ein bisschen mit der Materie beschäftigen. wo es für ihn am besten ist. Also ich stehe halt voll auf Limikolen und genau, da macht es mir halt Freude, wenn ich jetzt hier an den Lagunen bin.
Und ja, so nächste Woche gehe ich wahrscheinlich auch dann nochmal die Blaukehlchen, die sind hier auch in der Nähe. Im Mittelgebirge dann quasi, ist ja auch schön. Also es hat jede Zone so seine schöne Seiten, wo man auch echt Spaß haben kann, wenn man viel rausgeht. Nochmal so zurück zu den Jahreszeiten. Also jetzt ist gerade so die interessanteste Jahreszeit, weil es echt viel Aktivität gibt im Mai. Und ja, sollte man ausnutzen. Geht viel raus und macht viele Fotos. So, jetzt ist 11:30 Uhr und noch eine ganz gute Aktivität. Hier ist immer so ein Seeregenpfeifer. Also ein Pärchen ist es eigentlich. Und genau die wollen sich mal hier hinsetzen, aber dann kommen irgendwann die Sandregenpfeifer und jagen sie wieder davon. Da ist gerade ziemlich Rivalität, weil ja, Balzzeit und so weiter. Genau, sonst, was kann ich sagen? Wiedehopf war noch hier drüben in der Nähe, war leider ein bisschen weit weg. Das ist uns echt, glaube ich, ein schönes Foto gewesen. Und genau, die Rotschenkel kamen nochmal vorbei. Diesmal waren es auch wirklich mehrere, also so 7 an der Zahl ungefähr. So, hier gab es gerade noch einiges an Aktivität von den Kolpenenten, Schnatterenten und hier war gerade noch ein Pärchen von den Brandgänsen. Und sonst weiterhin die Regenpfeifer und gerade eben nochmal Rotschenkel. Genau, die Sonne wurde immer stärker und die Schatten immer härter und der Hunger immer größer. Also, dann mache ich mal eine Pause.
Hi, ich bin Chris. Wir sind hier in der Lagune in La Mancha. Ich habe gedacht, ich komme hier kurz her zur Mittagsstunde, um es auch mal vorzustellen. Und zwar ist es eine Lagune, wo es wirklich viele Flamingos gibt, wie ihr hoffentlich seht oder hört. Sonst haben wir auch heute noch den Säbelschnäbler gesehen und eine Brachschwalbe, die hier auch in der Nähe brütet. Und genau, ich wohne jetzt seit über 20 Jahren in Spanien, mache seit vielen Jahren Vogelfotografie, biete auch Tours an und wollte euch einfach mal mitnehmen. Heute Morgen sind wir zu einer anderen Lagune gegangen, da habe ich so ein bisschen versucht, dann auf Augenhöhe in einem Versteck quasi die Vögel zu fotografieren und dasselbe machen wir heute Abend nochmal zur goldenen Stunde. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin jetzt gerade an der Lagune abends, wie gesagt, bei der goldenen Stunde. Und gerade haben wir ein Erlebnis gehabt. Die Rotflügelbrachschwalbe hat sich echt vielleicht 5 Meter vor mich hingesetzt, hat sich gebadet und einfach geiles Licht. Hammervogel und Akku leer. Aber keine Sorge, vorgesorgt, schnell gewechselt und coole Aufnahmen gemacht. Ganz kurze Frage, wann steht ihr so auf, um Vögel zu fotografieren? Bei mir war es heute 4:15 Uhr. So coole Aufnahmen allgemein noch. Und genau, sonst halt viele Moskitos auch. Schlagen. Sticht gerade ein.